Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es bei uns Bigos. Das ist ein polnisches Rezept. Ich gehe mal etwas näher ran. Mit den Hauptzutaten Weißkohl und Sauerkrautpilzen. Ich habe ihn natürlich veganisiert sozusagen, als vegane Variante. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich den genau zubereitet habe und was wir alles brauchen, dann unbedingt dranbleiben. Dann zeige ich euch das Schritt für Schritt. Für unseren Bigos brauchen wir ein Weißkohl, 3 Zwiebeln, eine Schale Champignons, eine Packung Sauerkraut, das sind 500 Gramm. Ich werde die genauen Mengenangaben in der Info schreiben, wie immer. Dann ein Stück Räuchertofu, von dem Tomatenmark ca. 100 Gramm, 1 Liter Wasser, aber da werden wir definitiv mehr brauchen, nur wir passen nur 1 Liter rein. Und jeweils 1 Teelöffel Salz und Pfeffer. Als erstes werden wir nacheinander die Zwiebeln, den Tofu und die Champignons schneiden. So, mit den Zwiebeln fange ich an. Die Zwiebeln habe ich hier in eine kleine Schüssel getan und jetzt kommt als nächstes unser Tofu. Den werden wir in kleine Würfel schneiden. Als nächstes kommen die Pilze dran. Die habe ich hier mit einem Küchenkrepp erstmal sauber gemacht und die werden einfach in Scheibchen geschnitten. So sind noch die restlichen Pilze, die werde ich jetzt genauso putzen und schneiden und dann geht es weiter. Ich habe hier etwas Öl in einem Topf erhitzt und jetzt werden nacheinander die Zwiebeln, Tofu und Pilze, genau. Die werden jetzt hier für einige Minuten angebraten, so auch dass die Pilze weich werden und in sich zusammenfallen. Genau, und dabei immer schön drehen, damit nichts anbrennt. Ja, das lassen wir jetzt so lange köcheln, bis, wie gesagt, die Pilze in sich zusammengefallen sind. So, zwischendurch immer mal wieder wenden. Jetzt sind die Pilze schon etwas kleiner geworden. Und einfach weiter braten. Genau. Während die Pilze und der Tofu und die Zwiebeln braten, können wir uns um den Kohl kümmern. Den habe ich schon mal halbiert. Hier ist die andere Hälfte und den inneren Strunk entfernt. Und jetzt werde ich den halt klein schneiden. Dazu nehme ich mir erstmal so ein Drittel und versuche halt möglichst dünne Streifen zu schneiden. Genau.
mal die Menge. Also ich habe jetzt erstmal nur einen halben Kohl geschnitten, die Hälfte sozusagen, und die Schüssel ist schon voll. Daher habe ich mich jetzt entschieden, dass ich nur die Hälfte von dem verwenden möchte, sonst kriege ich das ja alles gar nicht in den Topf. Und so sehen jetzt unsere Pilze aus mit dem Tofu und Zwiebeln. Das waren jetzt circa 10 Minuten und ihr könnt sehen, dass die Pilze schon geschrumpft sind. Jetzt kommt erstmal unser Wasser rein. Und als nächstes müssen wir hier die Riesenmenge an Kohl auch irgendwie in den Topf kriegen. Ja, gut, dass ich hier den großen Topf genommen habe. So, schön rein damit. Und wie ich schon am Anfang sagte, dass 1 Liter viel zu wenig ist von dem Wasser. Deswegen werde ich jetzt nochmal 1 Liter rein tun. So, jetzt kommt nochmal 1 Liter Wasser. Also sind es insgesamt 2. Aber ich passe das wie gesagt an in der Menge, in der Info, meine ich. Und jetzt kommt unser Topf drauf. Ich meine natürlich den Deckel. Und das lassen wir jetzt aufkochen und den Kohl so lange kochen, bis er weich geworden ist. Also ich lasse den auf jeden Fall 20 bis 25 Minuten mal ordentlich durchkochen. Jetzt köchelt das Wasser, dann können wir den Herd auf niedriger Stufe drehen und lassen das einfach 20 bis 25 Minuten kochen, bis der Kohl weich geworden ist. So, unser Kohl ist weich gekocht und jetzt kommt noch hinzu das Sauerkraut. Das habe ich jetzt hier schon aufgeschnitten, den Beutel. Das kommt hier einmal komplett noch rein. So, dann mischen wir das vorsichtig unter. Jetzt packen wir auch das Salz und Pfeffer rein. Und auch vorsichtig untergemischt. Und dann können wir auch den Tomatenmark hinzufügen. Da machen wir jetzt circa die Hälfte, also 100 Gramm. Einfach die Hälfte von der Tube hier reinquetschen. So, und das wird jetzt auch vorsichtig untergemischt. Und dann lassen wir das Ganze noch weitere 10 Minuten köcheln und schmecken das dann am Ende nochmal mit Salz ab. Und dann war es das eigentlich. So, das ist jetzt alles schön vermischt, wie ihr sehen könnt. Die Farbe verändert. Vom Salz schmeckt es auch in Ordnung. Da habe ich jetzt nur noch einen halben Teelöffel hinzugefügt. Und jetzt lasse ich das Ganze noch einmal 10 Minuten weiter kochen mit dem Sauerkraut. Und dann ist unser Bigos fertig. So, unser Bigos ist fertig. So sieht es aus. Ich gehe mal etwas näher ran. Das ist total gesund, dieses Rezept, und auch sehr deftig. Macht dieses Rezept unbedingt nach und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat. Das würde mich mal sehr interessieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Darüber freue ich mich sehr. Und dann sage ich bis zum nächsten Video.